Jo, sehr gerne mal. Sogar am Stück bei der Outer Cat Worlds. Was hat mir eigentlich nochmal vor? Er spricht mit Nyoka in Stellar Bay. Das sind wir. Heinz Labor, ja, okay, gut. Ah, da wollten wir hin, genau. Monarch. Nach der Gefahr. Ja, gehen wir es mal dahin. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. That was unexpected and odd. Ja, hört sich wie ein Haufen Schwachsinn an. Was war das denn? Ich fand's interessant. Ich würde gerne mehr davon hören. Analyzing the subtextual ordering. I believe it was a type of sermon, Captain. Very zealous in origin. Wäre möglich. Ich komme später wieder. Tschüss. Okay, ladies and gentlemen, let's get ready to romp. Wollen wir mal den anderen Schokobär mitnehmen? Und unseren Roby-Boby, den wir haben? The repair station is currently idle. Was war das? Something busted, Captain? Der fragt dich gerade. Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Spitz angegeben, er ist ein Reinigungsroboter, er ist kein Mensch. Parity. War klar, dass du ihn magst. Ich war ruhig. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. Ah ja. Nö, sie bleibt bei uns. Ihr gefällt's ja hier. Hab Poverty, ich glaube, ich nehme die anderen zwei Lümmel mal Stay mit. safe out there. Dankeschön. Ich würde mal Felix mitnehmen. Du bleibst auch mal da und Uncle Sam. Davon, dass keiner von den zwei stirbt. Einzige Waffen und Rüstung finden auf du kannst Hellkehren. Irgendwo versteckt im Laden von Händlern oder als Auftragsbelohnung. Oder wir klauen es einfach. Ah, das hört sich schon mal nicht gut an. Jetzt ist einmal die Frage, was kann man denn Sam machen? Stufe 14, schwere Waffen, Energiekosten. Okay, Rüstung, Körperpanzer, Helm. Ah, okay. Ja, das machen wir. Den Schaden, den der Begleiter mit Fangwaffen verursacht. Ja, ist vielleicht ganz praktisch. Wenig Ruf durch Morde von wenn Sam in der Gruppe ist. Nö, ist nicht so wichtig. Rüstungs war das aber auch noch gut. Kann man nicht mehr. Okay, anwenden. Ja. Und Felix. Ja, gut. Vergleichen oder. Achso, warte, C war das. Sein Wurfballschläger noch 74. Ja, ist ja ganz nett dann. Nur 95. Schrotze, ne? Sturmgewehr. Was haben wir dafür? Ein Plasmawerfer. Leichtes Maschinengewehr. Schaden 19. Nimm mal das. Ja. Rüstung, ich dir was anderes geben. So, perfekt.
Gut, Mails, wir speichern mal kurz. Ach so, ich habe das Ding noch an. Aber das war mein Sturmgewehr, ne? Nein, ich glaube, das war mein Sturmgewehr. Ja. Kurz nachladen. Haben wir alles. Haben wir alles. Gut, wunderbar. Ach, da sind wieder zwei Süßen. Sam? Every Sam unit comes lean, mean, and ready to clean. Okay. Felix? Ach, da bist du. You think the people in Stellar Bay ever get used to this smell? Nö. Okay, wollte nicht reden. Dann kommen wir erstmal kurz das Nächste benutzen. Schutzbetrieb zum Start, bla bla. Okay, hier gibt's nichts. Wir speichern kurz. Das ist angeblich Diebstahl. Verstehe ich nicht warum. Oh Gott, ich dachte schon, kommen wir nicht mehr raus. Ah, für einen Aufzug. Wartet mal, Jungs und Mädels. Wir gucken uns erstmal kurz hier oben um. Aber hier gibt es ja nichts am Landeplatz, ne? Nö, okay, gut, dann kommt mit. Ah, sind wir schon ganz gut zu Fuß. Wir hätten ja zwei Hasen eigentlich eingestellt. Achso, Felix noch kurz. Mehr Rüstwert. Okay, ja, das machen wir so. Dankeschön. Und das Hebelchanding. Ach da. Grimm. Oh Mann, das kriegt jetzt. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Ja. Ach, mir egal, wir gehen. Was haben wir da? So Diebstahl wieder. Kommt, Jungs. Also was mit dem Quatsch? Wir speichern. Lass mal reden, mal kurz mit. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Kann sein. Was auch immer. Ich bin nicht zum Quatschen hier. Höchst überrascht. Nun, das ist mein Schiff hier auf dem Landeplatz. Gleich neben dir. I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Okay. Was macht ihr da draußen? Ich lasse mich doch nicht von einem paar Kampfschiffen hören. Oh. Fragen wir so. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Buchführungszwecken. Captain Stellaris, ich bin Alex Hawthorne. Ich reise gerne inkognito, wenn du verstehst, was ich meine. Ach ja. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Ist der Leibway wirklich so abgeschnitten? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Erstmal so. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Oh ja, dann. Did he just say raptidons and cannibals? I can't wait. Der ist ja heiß wie Frittenfett. Du willst du mir etwas sagen, dass ich vorstellen, wie es wieso
Was bin ich jetzt? Willst du mir etwas sagen? Der Vorstand hätte über diesen Ort gelogen? Oh, sure. It makes Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Okay. Ich komme mal um. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Ja, von mir aus. Das kommt drauf an, worum es geht. I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Sicher kann ich nach deinem Poster fragen. Gespräch verlassen. Wer ist Black Hole? Da fragen wir es mal nach. Boss, come on. Black Hole Birdie, the Hole Meister, the Hack Attack. That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Was auch immer, ist mir eigentlich egal. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahrzehnten im T-Shirt verbracht. Fragen wir es mal so. On account of him being the best hacker who ever played, nothing gets by him. He sucks up every ball that comes his way. Okay, das ist ja alles, was ich zu diesem Thema hören wollte. Ja. Whatever you say, I could talk tossball for hours. I couldn't really say I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Ja, wir gucken mal danach. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Gut. Dann komm mal mit, meine zwei Hübschen. Komm mal da rein? Nö. Dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich sehe Schwerkraft irgendwie. Ich will da rüber. Muss doch wohl irgendwie hinkriegen. Muss doch mal kurz außenrum. Ja, ich weiß, davon ist die Quest und wir gucken uns mal um. Hallo. Look, I don't... Sorry, for a second I thought you were Grim. Alles gut. Verkaufsautomat. Resource? Waren, diese Suche schon die Waren sind nicht für. Okay, verkaufen. Schrott kann weg. Dankeschön. Behalten wir. Behalten wir. Ja, wir haben da gut aussortiert. Das letzte Mal. Kommen wir auch nicht rein. MSI-Wache. Wie ist es mit den Gebüschen? Okay. We're not the best equipped, but scouting for rats keeps us on our toes. Apropos. Wartet mal kurz. Wir speichern hier kurz. So. Entering quiet mode. Achso, nö, das braucht man nicht von dem. Können wir hier mal kurz speichern, bitte? Dankeschön. So nur halb aufmerksam, kriegen sie nicht so richtig mit. Wird gar nichts dabei. Okay, die zwei können wir eh noch auseinandernehmen. Eigentlich müssen wir da rein. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Directorate. Ah ja, die scheinen ja auch nicht so happy zu sein. Muss man sagen.
Diebstahl genau, wenn da überall Müll rumliegt. Ah, come on. Adreno. Leute, mach mich fertig. Bennett, das scheint interessant zu sein. Laws. Can't a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? Nö. Du bist ganz schön dreist für einen Kerl, der absolut nichts. What I am doing, ma'am, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one apart from the jabbering masses of this wretched place. This Law's forgotten town. Cut off from the rest of the colony. Removed from any culture. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Ah. Das ist eigentlich vorstandlos, ja? Scheint aber besser zu sein, ne? Yes, free to wallow in squalor together. Free to squabble with the iconoclasts over a raptidon-infested hellhole. Look, you're making me melancholy. Is there something you wanted? Nö. Bewohner. Verschlossene Türe. MSI-Techniker. Ich denke mal, der MSI im Motherboard-Hersteller, ne? Was hat der da für ein perverses Gerät? Fresh blood at last. Stellar Bay could use some. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Celia Robbins. Es könnte doch ein neues Crewmitglied werden, so wie es aussieht. Du, ne? Dich bringe ich um. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Worum ging es im Gespräch gerade? Hast du Geldprobleme? Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Ist es mal für dich, dein Geld, Raptoiden-Teile auszugeben? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Warum kaufst du so viele von diesem Sebastian? Wenn es dir so wichtig ist, Bits zu verpulvern, können wir auch hier. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Oh Gott, ich verliebt, echt jetzt. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Okay. Vielleicht kann ich für dich mit ihm reden. Wäre eine gute Frage. Kann man noch zwischenspeichern? Nee, geht leider nicht. Was ist das? Ach so, Gesprächsverlauf. Oh, guck mal, was ich gesagt habe. Would you? I'd appreciate that so much. Maybe don't tell him I wanted you to ask. Just that you met this really nice lady named Celia, and she seemed... Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Halt, ich bin neugierig. Was findest du? Genau. He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Willst du wirklich mit jemandem zusammen sein, mit dem du nicht reden kannst? Andere Mütter haben auch schöne Celia. Huh? You think that's what I'm looking for? You're funny. Okay, good. Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Egal, wie es wieder aussieht. Sorry, sometimes I get carried away. Okay. So, wo kommen wir denn rein? Da könnte man rein, da könnte man rein.
Darf ich das? Richtlinie für jährliche Selbstevaluierung anschauen. Schriftverkehr für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Format für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Zeit zur Schreiben des jährlichen Evaluierungen. Selbstevaluierung planen. Jährliche Selbstevaluierung verfassen. Celia sagen, dass sie exzellente Arbeit leistet. Ja, scheint es eigentlich ganz gut zu finden. Zwei komische Personen. Da geht's raus, da geht's rein. Wie ist der Laden hier? Was macht ihr? Manager. Noch raffen sie nichts. Nö, der hat nichts. Okay. Dann gehen wir doch mal kurz an den PC dran und schauen, was es da so Feines noch gibt. Daten ansehen. Eine Zusammenfassung der Bedingungen Stellar Bay. Die Monarch Stellar Industries ist Fortuna of the Deep, wie Musik für die Seele. Die Produktivität ist seit der Abschwächung der alten MSI-Reglementierung und Zugeständnissen an die Mitarbeiter wie beispielsweise Krankheits- und Urlaubstage-Reduzierung der Schlichtlänge um 24,9% und 52,3% mehr positives Feedback weiter angestiegen. Die Fischereiproduktion hat sich dieses Jahr um 15,2% erhöht und setzt diesen Trend weiterhin fort. Das verringerte Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren ist wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Verschleiß und Verringerung der Arbeitsmoral, zwischenzeitliche Versorgungsausfälle und Verlust der Arbeiter an Plünderer 7,2%, Wildtiere 10,3% und Rekrutierung durch die Ikonoklasten 17,4%. Als Langzeitziel gilt weiterhin die Versöhnung mit den Vorständen. Aktuell hat jedoch die Verteidigung der Stadt Vorrang. Die Reparatur der Beschädigung an den Stadtmauern verschlingt schätzungsweise 32,8% des jährlichen Budgets. Die beste Lösung hierfür wäre eine deutlich erhöhte Zahl der Verteidiger und Waffenanlagen, was jedoch aufgrund der vorgenannten Faktoren und deren Auswirkungen auf die Einwohnerzahl eher unwahrscheinlich scheint. Zurück, okay. Arbeitsslogans. MSI, unsere Gewinnmargen sind stellar. MSI Saltuna 43,28% nahrhafter als die führenden Marken. Stellar Bay, ein erträgliches Wirtschaftszentrum in einer feindseligen und chaotischen Galaxie. Okay, wenn das alles ist, dann gibt es nicht viel. Dann machen wir doch erstmal eins. Wir gehen auf das Journal. Nee. Der Bruder Grimm. Schon mit Celia, die mit der Szene an die MSI-Gebäude arbeitet, sollte über die verbleibenden von Grimms Post Bescheid wissen. Okay, machen wir mal das. Ach so, okay, ja gut. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Grimm hat mich gebeten, dich an seinen Wurfballposter zu fragen. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Good. But I'll warn you, Grimm wore her patience thin a long time ago. Ich wollte mit dir über Sebastian sprechen. Oh, have you talked Ach so, to him? nein, sorry. Alles cool, okay, bevor es jetzt ganz rollig wird noch. Ah, das ist die Gegenseite. Hallo? So, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Wobei der Wanddurchbruch ist. Ich will da hin. Problem ist, die Entwickler haben alles so weit weg gemacht, mir ist zu doof zum Laufen. Sind das Pilze? Kann man die mitnehmen? Das sind Blümchen, ne? Naja, da nicht. Ach ja, sorry, dass da jetzt ein paar Tage Aussetzer waren bei den Folgen. Ich war leider zeitlich doch recht eingebunden auf einmal. Wer bist du? Hast du einen Namen? Look, I don't... Oh, sorry.
For a second, I thought you were grilling. Ach so, alles gut. Erstmal hier zumachen. Ne? Das brauche ich gar nichts eingeben, was ich hier tue. Ich auch nicht. So. We're one with the shadows, boss. Alles gut. Nö, der hat ja nichts. Ah, ist nicht so oben vom Blender, okay. Ach, ich muss sogar hier hin. Ja, ich laufe einfach frei durch die Gegend. Ja, guck's mal alles an, schau dich mal um. Gibt's ja eigentlich irgendwas? Wir haben eine Küche hier, sehr schön. Gut, hier ist ja niemand. Trotzdem speichern wir vorne mal kurz. So, perfekt. Brauchen das ja nicht. Aber da wir ja einen recht hohen Energiebedarf haben an Geld und wir somit nicht ohne zusätzliche Ausrüstung auskommen. Beinahe. Was denn? Hast du einen allgemeinen Verkaufsverbot? Nö, kein Interesse. Ja, ist toll. Das spielt schon Musik. Da sind wir wieder hier. Jo, ganz ruhig, Sam. Tief durchatmen, Bruder. Da ist irgendwie ein Loch passiert. Weiß auch nicht. Das ist nochmal ein Loch. Ich glaube, die Gebäude zerfallen langsam. Sind wir am Hafen auf einmal? Speichere mal kurz. Und meins. Hätte ich jetzt umbringen müssen? Wäre natürlich auch interessant. Was passiert, wenn wir die umlegen und einfach... Ne? Speichern schon, dass keiner was mitkriegt. Achso, das explodiert. Stimmt, ich vergaß. Das explodiert auch. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass hier so viele explosive Sachen rumliegen. Nimm mich doch da hoch. Hui! Mal Waldflöge. Wollte ich jetzt nicht. Na gut, wenn wir da hochkommen. Gut, dann machen wir wieder auf. Kann ich auch was tun? Nö. Arbeiter. Nö. Interessant. Auch ein Arbeiter. Haben wir auf der anderen Seite reingekommen? Ach so. Wie geht's da hoch? Ach, das ist eine Treppe, stimmt. Wir hacken mal kurz, Jungs. Wow! How'd you do that? Was haben wir jetzt geholt? Guckt dann hier rein, persönliche Daten. Laut auf zufälligen Tasten hämmern. Falsches Passwort, bitte erneut versuchen. Braxton, die Fische im Tank 23a sehen ein wenig ungesund aus. Es ist in Ordnung, wenn du es nicht zur Arbeit schaffst, aber du musst es mir sagen, damit ich die Dosierung im Blick behalten kann. Velma. Guten Tag, wir müssen wirklich über die Saltuna-Situation sprechen. Ich musste in den letzten 2 Monaten 4 Lieferungen im Lager verkommen lassen, weil wir keine Käufer finden konnten. Ich verstehe, dass uns die Sache mit dem Vorstand zu schaffen macht, aber wir müssen uns überlegen, wie wir Stellar Bay am Laufen halten, wenn die Verkaufszahlen nicht steigen. An Hecht B. Brax, im Ernst jetzt, wo bist du? Du hast 3 Schichten verpasst, selbst für dich wird es so langsam lächerlich. Oh Mann. Ganz merkwürdig. Irgendwie haben die aber ganz komische Sachen hier. Irgendwie scheint hier alles nicht mehr ganz so zu funktionieren. Speichere hier mal kurz.
Ach, sie ist undicht. Ja gut, wir gehen jetzt mal kurz zu ihr und quatschen mit ihr. Hä, warte mal, nö. Was sieht es denn gerade? Hallo? Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Ich sehe mich nicht um, wovon redest du da? Lügen. Catherine meinte, sie würde dich auch in einer Kiste... das dürfen wir mal machen. Well, if you're that friendly about it, then you definitely aren't one of Catherine's sublight toughs. My mistake. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. Alles cool. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Er kommt irgendwann zurück. Freiheit kann manche einschränken. Dafür habt ihr doch garantiert Regeln, oder? Wenn du das sagst, dann spüre ihn auf und ziehe die Haaren zurück. We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. These MSI types are living the dream. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Okay. Something else on your mind? Was war vor? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Ich kann für dich mit Caleb reden. You mind slapping him around a little while you're at it? Ja, kann man auch sagen. I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Okay. Reden wir über Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Okay. Wieso kannst du ihm nicht einfach seine Gehaltserhöhung geben? Die verrichten doch harte Arbeit, oder? Dürfen nicht das entsprechend tun? Ja, gute Frage. Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Irgendwer wird letztendlich für den fehlenden Kleinbetrag Gewinn bekommen. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home. Near the diner. Also ein Beklauen, okay. Vielleicht könntest du Caleb auf halbem Weg entgegenkommen. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Vielleicht. Not on your life. Okay. Gut, dann bis dann. Fine by me. Ja, das quatschen wir noch durch. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Wie, dass du ihn nicht verpfiffen hast? Wieso hast du ihn nicht verpfiffen? Du hättest diesen Schmierlappen draußen aufknüpfen sollen. Ja, das ist eine gute Frage. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get this all tuna, fat, and mostly tumor-free. Ja gut, dann. Wer ist diese Catherine, die du erwähnt hast, als ich reingekommen bin? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Okay.
Gut, dann sehen wir den Mann in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Folge haben wir ein bisschen was vor und dann bis zum nächsten Mal. Autofahrt, das ist kurz durchrennen und lad's auch in dem weiter auf. Bis dann. Tschüss.